Die Kelten waren diejenigen, die als Erste auf dem Dürnberg oben Salz abgebaut haben. Das war also so in der Zeit 400 vor Christi Geburt, war die Blütezeit des Keltentums auf dem Dürnberg. Aber dann ist ja einige Zeit der Bergbau auf dem Dürnberg in Vergessenheit geraten. Die Römer sind zu uns gekommen, haben das Meeressalz mitgebracht und waren auf das Salz auf dem Dürnberg gar nicht angewiesen. Und erst so um 1200 ist der Bergbau wieder entdeckt worden. Und dann ist aber der Salzbedarf ungemein gestiegen. Die Bevölkerung hat zugenommen, man brauchte das weiße Gold zum Konservieren von Fleisch und so weiter. Und daher haben die Erzbischöfe nach weiteren Salzlagern gesucht und haben sich daran erinnert, dass auf dem Dürnberg auch Salz in Hülle und Fülle vorhanden ist und haben den Bergbau wieder in Schwung gebracht. Ja, was man da jetzt sieht, das ist jetzt die sogenannte Sohle, also eigentlich das Wichtigste bei uns im Bergwerk. Eine Sohle ist jetzt ein Wasser mit 27% Salzgehalt. Aus 1 Kubikmeter von so einer Sohle kriegt man in etwa um die 330 Kilo Salz raus. Früher im Mittelalter oder bei den Kelten hat man das Salz aus dem Gestein herausgeschlagen mit ganz einfachen Werkzeugen. Und dann im 11. Jahrhundert ist man darauf gekommen, dass Salz sich eigentlich im Wasser auflöst. Und dann hat man große Kavernen im Berginneren geschaffen, also sogenannte Laugkammern. Die hat man mit Wasser bis oben hin gefüllt. Das Wasser hat dann das ganze Salz aus dem Gestein herausgelöst und das war dann eben diese Sohle. Diese Sohle hat man danach mit Holzrohrleitungen nach Hallein runtergeführt und in Hallein unten hat man diese Sohle dann verdampft und nur mehr das pure Salz ist dann eben übrig geblieben. Also wenn man durch die Stadt Hallein durchgeht, erinnert man sich an unser Bergwerk grundsätzlich durch das Wappen von der Stadt Hallein, der sogenannte Salzträger. Das waren also Männer, die auf ihren Schultern die Salzstöcke, die aus den Supfannen gewonnen worden sind, herausgehoben haben und dann diese über 70 Kilogramm schweren Salzstöcke zu den Trockenhäusern getragen haben. Dort ist das noch immer etwas feuchte Salz getrocknet worden und dann später in den Handel gekommen. Die Altstadt von Hallein ist natürlich bis zum heutigen Tag in gewisser Weise geprägt davon. Zum Beispiel gibt es in Hallein verschiedene Plätze, die dadurch entstanden sind, dass man alte Sudhäuser abgerissen hat. Gerade der zentrale Platz von Hallein, der Bayerhammerplatz, ist auf diese Weise entstanden. Und die Stadt ist eine gewachsene Stadt mit schmalen Gässchen, natürlich idyllisch und romantisch. Wir sind ja in Hallein die sogenannten Zeiserlfänger. Auf dem Bayerhammerplatz steht ein Brunnen, der an diese Geschichte erinnert, der Zeiserlbrunnen. Und zwar hat es irgendwann einmal eine Bürgermeistergattin gegeben, die in einen Käfig einen Singvogel, einen Zeisig gezogen hat. Und eines Tages ist ja der Zeisig entflogen. Was macht die Frau Bürgermeister? Sie verständigt ihren Mann, den Bürgermeister, und der veranlasst, dass alle Stadttore geschlossen werden. Was natürlich nicht übermäßig gescheit ist. Und daher gelten wir Hallein als die Zeiserlfänger.